Konzerne verklagen Staaten vor privaten Schiedsgerichten. Diese Gremien tagen geheim. Und keiner kann ihr Urteil anfechten. Alles das, was ein rechtsstaatliches Verfahren ausmacht, ist in diesem Verfahren nicht vorhanden. Anders als normale Gerichte sind sie antidemokratisch. Konzerne klagen gegen Entscheidungen, die Regierungen im Auftrag ihrer Bürger gefällt haben. Was ist denn Demokratie, wenn nicht das Bürger über ihr Schicksal selbst bestimmen kann? Es ist beängstigend. Es geht um Schadensersatz, um Milliarden, die Bürger zahlen müssen. Und um Anwälte, die Millionen damit verdienen. Diese Klagen bedeuten Milliarden und Abermilliarden von Dollar. Es ist eine Goldgrube für die Justizindustrie, die um diese Abkommen herum wächst. Und es gibt sie nur, weil alle davon ausgehen, die Öffentlichkeit muss zahlen. Längst sind die Schiedsgerichtsklagen zu einem Geschäftsmodell geworden. Es gibt Leute, die auf den Ausgang dieser Konzernklagen Wetten abschließen. Das System ist pervertiert. Wie funktioniert das Geschäft mit den Schiedsgerichten? Welche Rolle spielen sie im geplanten TTIP-Abkommen mit den USA? Die Diskussion darüber ist entbrannt. Bereits heute gibt es tausende Abkommen, die Schiedsgerichtsklagen erlauben. Weltweit. Und kein anderes Land hat so viele solcher Verträge geschlossen wie Deutschland. Hamburg im Herbst 2011. Die Rechtsanwaltskanzlei Luther. 2 Anwälte bereiten eine Klageschrift vor gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ihr Auftraggeber, der Atomkonzern Vattenfall. Das schwedische Unternehmen fordert Schadensersatz, 4,7 Milliarden Euro. Darüber entscheiden soll ein privates Schiedsgericht. Warum? Berlin, 12. März 2011. Es ist der Tag, der Deutschland und die Welt erschüttert. Krisensitzung im Kanzleramt. Seit 24 Stunden kennt die Welt nur ein Thema. Ein Tsunami hat das Atomkraftwerk von Fukushima erfasst. Die Lage ist außer Kontrolle geraten. Wir saßen im Kanzleramt, es war Ronald Pofalla da, es war die Kanzlerin da, es war der Umweltminister Norbert Röttgen da und es war ich da. Und wir haben dann eine Schaltkonferenz gemacht mit den Fraktionsvorsitzenden. Und die Kanzlerin stand dann irgendwann mal auf und sagt, ich gehe jetzt an die Presse. Jeder weiß, und das will ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, dass ich die friedliche Nutzung der Kernenergie als Brückentechnologie zumal für verantwortbar und für vertretbar halte. Bei dieser Haltung ist aber die Sicherheit der Kernkraftwerke und damit der Schutz der Menschen immer oberstes Gebot. Die Situation in Japan verschärft sich stündlich. Dann ging es um die Frage, müssen jetzt auch Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden? Und wir saßen zu viert da und dann hieß es, ja, wir müssen von der Kanzlerin, von Norbert Röttgen, das kann ich nicht mehr sagen, wir müssen im Grunde die 7 Ältesten in Deutschland zumindest früher abschalten. Oder am besten gleich. Zur selben Zeit, auch die Energiekonzerne haben sich zu einer Krisensitzung zusammengefunden. Man ist nervös. Was, wenn die Bundesregierung tatsächlich die Abschaltung von Atomkraftwerken anordnet? Diskussion, was hat das für Auswirkungen für die Energieversorgungsunternehmen, für die Konzerne, die gab es eigentlich nicht. Das war, also niemand hat jetzt gesagt, ach die armen E.ON oder die armen RWEs. Hunderttausende gehen in diesen Tagen auf die Straße. Aus Angst. Die Deutschen wollen keine Atomkraft mehr. Sie fordern den endgültigen Ausstieg.
Ich kann mich erinnern, dass wir sehr schnell in Berlin zusammengekommen sind, dass es Gespräche mit Angela Merkel gab und natürlich eine Analyse dieser Ereignisse. Die Entscheidung ist an einem Sonntag im Kanzleramt getroffen worden zwischen den 3 Parteivorsitzenden. Eine Kernentscheidung. Frau Merkel, Herrn Seehofer, Herr Westerwelle. In Deutschland bricht ein neues Zeitalter an. Die Bundeskanzlerin trifft eine Entscheidung. Deutschland wird vorzeitig komplett aus der Atomenergie ausscheiden. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Sogleich beschließen alle Energiekonzerne, vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, gegen den Atomausstieg. Auch Vattenfall ist dabei. Als deutsches Unternehmen hat Vattenfall hier natürlich mit den anderen Kraftwerkbetreibern Verfassungsbeschwerde erhoben. So weit, so normal, so rechtsstaatlich. Aber Vattenfall ist in einer privilegierten Situation. Denn der Mutterkonzern sitzt in Schweden. Als ausländisches Unternehmen kann Vattenfall auch vor einem privaten Schiedsgericht klagen. Doch dazu müssen die Vattenfall-Anwälte ein Schlupfloch finden, ein Abkommen mit Deutschland, das eine Klage erlaubt. Und sie finden einen Vertrag, einen, der längst in Vergessenheit geraten ist, die Energiecharta. Für mich war das auch neu, dass eben die sogenannte Energiecharta von Vattenfall herausgekramt wurde, um jetzt parallel zusätzliche Rechtswege zu bestreiten. Ein Vertrag mit den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion zum Schutz europäischer Konzerne in noch unsicheren Demokratien. Auch Deutschland und Schweden haben unterzeichnet, vor 24 Jahren. Ohne daran zu denken, dass später findige Anwälte dies nutzen könnten. Man wollte das haben gegenüber einem Vertragspartner, dessen Justizsystem eben nicht so, jetzt sage ich mal, auf gleicher Höhe angesehen wurde wie das eigene. Es kommt so ein Vertrag plötzlich einmal auf uns zu wie ein Bumerang. Damit haben wir nicht gerechnet. Es war immer so, das ist ja eigentlich nicht für uns gedacht. Das soll den Deutschen schützen in Pakistan, in Ecuador und so. Wenn wir jetzt sehen, dass eben das auch genutzt wird in Beziehungen zwischen Staaten oder zwischen Volkswirtschaften, die bis dato in das jeweilige Rechtssystem sich natürlich vertraut haben, dann ist das eine Art von Zweckentfremdung. Die Klage wird angenommen. Die Anwälte reisen nach Washington, D.C. Im Gebäude der Weltbank beginnt der Prozess vor einem internationalen Schiedsgericht. 3 Richter tagen hinter verschlossenen Türen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vattenfall kann sich einen Richter aussuchen, Deutschland auch. Beide Parteien einigen sich auf den Vorsitzenden. Diese Richter sind internationale Staranwälte, Privatleute, die dann über Deutschland richten, einen souveränen Staat. Sie nennen sich vielleicht Richter, aber sie sind keine Richter. Um ein Richter zu sein, muss man einer Institution angehören. Sie müssen unabhängig sein. Die Richter sind im Hauptberuf oft Anwälte, die ein ökonomisches Interesse daran haben, dass sie immer wieder benannt werden. Die sind deswegen auch vom System nicht unabhängig. Die Gerichte tagen überwiegend oder klassischerweise eben nicht öffentlich. Alles das, was ein rechtsstaatliches Verfahren ausmacht, ist in diesen Verfahren nicht vorhanden. Das Urteil des Dreiertribunals über den deutschen Atomausstieg ist bindend. Niemand kann es anfechten. Die Schadenssumme würde der deutsche Bürger zahlen, festgelegt von 3 privaten Schiedsrichtern. Noch läuft das Verfahren. Das Grundproblem von diesem ganzen System ist, es wurde entwickelt von Diplomaten, die völlig praxisfremd waren und die ganz kurze, nur auf Prinzipien bezogene Verträge ausgehandelt haben. Nie mit einer richtigen Vorstellung, was nachher die Investoren und deren Anwälte mit diesen wenigen Prinzipien heraufbeschwören könnten. New York. Hier sitzen die größten der Anwaltskanzleien, die sich auf Schiedsgerichtsklagen spezialisiert haben. Deren Anwälte verdienen bis zu $700 pro Stunde. Eine kleine Elite teilt den Markt unter sich auf. In der Branche herrscht eine Art Goldgräberstimmung. Es war ein ganz neues Geschäftsfeld für Anwälte, wie im Wilden Westen. Und es war aufregend, denn es ging um sehr viel Geld. Es ist eine Goldgrube für die Justizindustrie, die um diese Abkommen herum wächst.
Und es gibt sie nur, weil alle davon ausgehen, die Öffentlichkeit muss zahlen. Der Rechtswissenschaftler Gas van Harten analysiert seit Jahren die internationalen Schiedsgerichtsfälle. Er versucht herauszufinden, wie sich die Anzahl der eingereichten Klagen entwickelt hat. Van Harten macht eine spannende Entdeckung. 1989 zum Beispiel wurde keine einzige Klage eingereicht. Dann bis 1996 waren 38 Fälle öffentlich registriert. Danach stieg diese Zahl rasant an. Allein 2012 gab es 50 neue Klagen. Ein Jahr später noch einmal genauso viel. Ende 2014 sind es mehr als 600 Fälle. Diesen Boom sehen wir auch bei Klagen gegen westeuropäische Länder. Die sind erst in den letzten Jahren durch solche Klagen angegriffen worden. Und deshalb sehe ich eine Menge Wachstumsmöglichkeiten in diesem System. Das bedeutet, Klagen als Geschäftsfeld für Anwälte und Schiedsrichter und andere, die mit diesen Klagen versuchen, an Gelder zu kommen. Darin liegt das Wachstumspotenzial. Es ist ein neuer Weg, öffentliche Gelder anzuzapfen. Was ist der Grund für diesen rasanten Anstieg? Geht es bei den Klagen wirklich nur darum, entstandenen Schaden zu ersetzen? Wenige andere Länder sind in den vergangenen Jahren so stark mit Investorenklagen überzogen worden wie Kanada. Seit 1994 hat das Land ein Freihandelsabkommen mit den USA. Kanada ist das erste westliche Land, das mit den USA ein Abkommen über Schiedsgerichte geschlossen hat. Wir sind heute eines der am meisten verklagten Länder der Welt. Alles Klagen von US-Firmen. Nur weil wir einen Vertrag mit den USA unterschrieben haben, der das erlaubt. Wir sind also wie der Kanarienvogel im Grubenschach. Wir zeigen, was passiert, wenn man sich mit den USA auf Schiedsgerichte einlässt. Wir fahren nach Nova Scotia, eine Halbinsel am nordöstlichen Zipfel Kanadas. Die Gegend lebt vom Tourismus und vom Hummerfang. Doch die Idylle ist in Gefahr. Das US-Unternehmen Bilken will hier einen gigantischen Steinbruch errichten, um Basalt für die Bauindustrie abzubauen. Der Plan? Riesenschiffe sollen das Gestein in die USA transportieren. In der Gegend wächst Widerstand. Die Menschen hier fürchten um die Unversehrtheit der Natur. Die Fischer sehen ihre Existenz bedroht. Die Familie von Camp Stanton fängt hier seit über 250 Jahren Hummer. Direkt vor diesem Küstenabschnitt, wo der US-Konzern jetzt den Steinbruch errichten will. Förderabgaben an die Provinz braucht der Konzern nicht zahlen. Wenn die Boote hier nicht fischen können und deshalb die Hummerfischer die Gegend hier verlassen müssten, dann kann auch das Lebensmittelgeschäft um die Ecke nicht überleben. Die Regierung wird keine Anlegestellen oder Straßen nur für ein paar Leute unterhalten. Es ist also ein schneller Weg, die Gegend zu entvölkern. Camp Stanton will das nicht hinnehmen. Er studiert die Umweltgesetze und geht in die Offensive. Zusammen mit Don Mullen gründet er eine Bürgerinitiative. 5 Jahre lang kämpfen die beiden gegen die Steinbruchpläne. Vor allem hatten wir Angst. Angst davor, was passieren wird. Und wir konnten uns nicht vorstellen, diesen Kampf zu gewinnen. Wir hier in unserem kleinen Dorf glauben, dass man gegen Konzerne nicht kämpfen kann, weil die so viel Geld haben. Und wir haben das nicht. Aber wir waren ebenso beunruhigt, dass wir unsere Lebensqualität verlieren könnten. Die kanadische Regierung übergibt den Fall einem unabhängigen Expertenkomitee. Es soll die Umweltverträglichkeit des geplanten Steinbruchs prüfen. Die angelegten Maßstäbe sind genau die gleichen, die auch für inländische Unternehmen gelten. Die Experten urteilen,
Der Eingriff sei so groß, dass er nicht durch Ausgleichsmaßnahmen wiedergutzumachen sei. Das Komitee lehnt das Projekt ab. Don Mullen und Cam Stanton haben es geschafft. Ich war total erleichtert. Ich konnte gar nicht glauben, dass wir gewonnen hatten. Es hat mich 4-5 Jahre meines Lebens gekostet. Jede freie Minute. Und dann dachte ich, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Aber das Glücksgefühl ist nur von kurzer Dauer. Denn der US-Konzern reicht Klage ein. Bei einem internationalen Schiedsgericht. Kanada und die USA haben ein Abkommen, das dies erlaubt. Der Konzern verlangt Schadensersatz. Der deutsche Schiedsrichter Bruno Simmer hat bei diesem Fall den Vorsitz. Er leitet das Tribunal. Und das fällt ein überraschendes Urteil. Die Mehrheit des Schiedsgerichts sah eine Verletzung des Standards einer fairen und billigen Behandlung. Das ist eben einer der Begriffe, die in dieser Investitionsschiedsgerichtsbarkeit immer eine Hauptrolle spielen, nicht? Natürlich kann man lang streiten, was bedeutet fair, was bedeutet billig. Dennoch stimmt Simmer für den Konzern und gegen Kanada. Seinem Votum schließt sich nur ein weiterer Richter an. Und so verurteilen 2 Privatleute den Staat Kanada zu Schadensersatz, weil der Konzern angeblich keine faire und billige Behandlung erfahren hat. Weil das eben auf diplomatischer Ebene eine Floskel, eine Formulierung war, auf die man sich einigen konnte, wo dann alle so mehr oder weniger etwas darunter verstanden haben. Wenn Sie das einem Gericht vorlegen, das ja einen konkreten Fall zu beurteilen hat, dann ist es ein schwieriges Unterfangen. Und was die Schiedsgerichte tun, die Schiedsgerichte entscheiden eben, was sie meinen, was fair und gerecht ist. The moment in which those standards as fair and equitable treatment has been applied. Häufig werden diese Standards wie faire und billige Behandlung so ausgelegt, dass jeder gesetzliche Eingriff, der eine geplante Investition verhindert, nicht mehr möglich ist. Das ist dann in meinen Augen eine Perversion des Systems. Um die Schadensersatzsumme wird noch verhandelt. Der US-Konzern verlangt $300 Millionen von Kanada. Aber wofür? Mit dem Bau des Steinbruchs hatte das Unternehmen doch noch gar nicht begonnen. Es geht, so die Begründung, um entgangene zukünftige Profite. Wenn du $300 Millionen verdienen kannst und den Steinbruch nicht mal bauen musst, dann wärst du ja blöd, den zu bauen. Denn wahrscheinlich würdest du damit nie so viel Geld verdienen. Diese Klagen finden statt, weil die Unternehmen sagen, oh, das ist eine Möglichkeit für mich, eben hier vielleicht auch noch ein Stück von irgendeinem Kuchen abzubekommen. Der Kuchen, das sind die Steuergelder der Bürger. Und mit dem Anstieg der Klagefälle wachsen auch die Summen, die die Konzerne einfordern. Immer häufiger geht es nicht um bereits entstandenen Schaden. New York. Wir treffen einen der ganz Großen der Branche. Einen der Anwälte, die meist im Verborgenen arbeiten. Selvin Seidel. Seidel will über keinen seiner aktuellen Fälle sprechen. Er bleibt diskret. Aber er erzählt von den Rahmenbedingungen. Jeder Kläger muss mit hohen Prozesskosten rechnen. Vielleicht 4, 5, 7, 8 Millionen $ über den gesamten Zeitraum. So ein Fall wird teuer, er wird lang, er wird kompliziert und es wird schwer, ihn durchzufechten. Viele Kläger können sich das nicht leisten. Das ist die Lücke, in die Selvin Seidel stößt. Er bringt 2 Parteien zusammen. Diejenigen, die klagen wollen, und die, die in solche Prozesse investieren möchten. Sogenannte Prozessfinanzierer. Seidel ist der Makler. Er sucht aktiv Investoren, die Unternehmen Geld geben, damit die klagen können. Eine völlig neue Branche. Das Risiko ist hoch. Die Gewinne noch höher. Wenn ein Investor, sagen wir, $5 Millionen einsetzt und der Fall binnen eines Jahres abgeschlossen wird, bekommt er 15 Millionen zurück. Dann machen Sie mit.
Aber das ist noch nicht alles. Sie wollen auch an der Schadenssumme beteiligt werden. Sagen wir, der Schadensersatz beträgt $100 Millionen. Der Investor hat 5 Millionen eingesetzt, bekommt also den dreifachen Einsatz zurück, also 15 Millionen plus 5% Beteiligung, also nochmal 5 Millionen. Wir reden also über eine Rendite von $20 Millionen bei 5 Millionen Einsatz. Selwyn Seidel hat Schiedsgerichtsklagen als Geschäftsmodell entdeckt, für sich und andere. Jeder Prozess ist Kapital. Und mit Kapital lassen sich Gewinne erwirtschaften. Renditen für diejenigen, die wissen, damit umzugehen. Und die Prozessfinanzierer verdienen kräftig mit. Burford, der größte amerikanische Finanzierer, konnte seinen Gewinn 2011 verneunfachen. Juridica, sein britischer Konkurrent, verzeichnete einen Gewinnanstieg von 578%. Diese Industrie profitiert nicht nur von dem Anstieg der Schiedsgerichtsklagen, sie befeuert ihn. Sie ist es, die immer mehr Unternehmen ermutigt, mehr und mehr Klagen gegen souveräne Regierungen zu führen. Die Prozessfinanzierer sind eben diejenigen, die die Schrauben des Systems auch fleißig ölen. Für sein Geschäftsmodell braucht Selwyn Seidel frisches Geld. Aber ständig ist er auch auf der Suche nach neuen Fällen. Und er ist fündig geworden. The next big thing liegt in Europa. Es gibt Länder, die in Schwierigkeiten stecken, selbstverschuldet oder nicht. Dies wird neue Klagen gegen diese Länder auslösen. Deshalb werden wir hier ein Wachstum verzeichnen. Die Euro-Krise als lukratives Geschäftsfeld? Brüssel, Oktober 2011. EU-Krisengipfel. Griechenland steht kurz vor der Insolvenz und gefährdet damit die ganze Eurozone. Europas Krisenmanager stehen vor schwierigen Verhandlungen. Auch die Banken sollen ihren Teil zur Lösung der Krise beitragen. Sie sollen auf Forderungen gegen Griechenland verzichten. Vor allem Bundeskanzlerin Merkel soll die Banken davon überzeugen. Hätte man den Schuldenschnitt nicht gemacht, wäre die Öffentlichkeit in vielen Ländern auf die Barrikaden gegangen. Es wird die ganze Nacht verhandelt. Auf wie viel Prozent können die Banken verzichten? Es beginnt ein zähes Feilschen um den Schuldenschnitt, den Haircut. Mindestens die Hälfte der Schulden sollen die Banken erlassen. Die Politik bleibt hart. Das ist den Banken spätestens dann für sie absolut verständlich vermittelt worden, als wir nicht ausschlossen, dass wir die ganz große Lösung angehen können. Das hieß, dass sämtliche Schulden annulliert wurden. Das hat dazu beigetragen, dass die Banken mit der Hälfte des Opfers einverstanden waren. Es ist ein Kampf bis aufs Messer. Doch die Politik setzt sich am Ende durch. Ich glaube, dass wir Europäer heute Nacht gezeigt haben, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben. Wir haben die Ursachen der Krise erkannt, benannt und die Probleme auch wieder einen Schritt weit einer Lösung zugeführt. Die Bundeskanzlerin hat in dieser Nacht viel erreicht. Für den Euro, für die Bürger Europas. Doch hatten die Krisenmanager auch mit gewieften Anwälten gerechnet, die die Brüsseler Entscheidung torpedieren könnten? Hamburg. Die Rechtsanwaltskanzlei Luther, die auch für Vattenfall tätig ist. Die Anwälte erkennen, dass der Schuldenschnitt ihren Klienten neue Möglichkeiten bietet. In einem Newsletter werben sie ganz offensiv damit. Der Investor muss sich nicht auf das beschränken, was ihm der Staat im Rahmen der Umschuldung anbietet. Man könne Griechenland verklagen. Ähnliche Klagen seien bereits in der Argentinien-Krise erfolgreich gewesen. Ist Griechenland Argentinien reloaded, heißt es weiter. Und noch ein anderer Krisenstaat gerät ins Visier der Branche. Madrid. Spanien wird von der Finanzkrise erfasst. Das Land gerät über Nacht unter Druck.
Der große Schlag kam 2009. Viele Arbeitsplätze wurden vernichtet. Wir sprechen über Millionen, die ihre Arbeit verloren haben. The economy in a moment came really to a stop. It was halted. Die Wirtschaft kam zum Stillstand, ruckartig. Alles kam zum Erliegen. Spanien stand kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Krise verschärft sich. Der Staat setzt ein milliardenschweres Sparprogramm in Gang und fordert den Bürgern massive Einschnitte ab. Die Gesundheitsausgaben werden um 22% gekürzt, die für Bildung um 18%. Doch die EU macht weiter Druck. Es gab Empfehlungen der europäischen Institutionen, um den Haushalt zu sanieren. Und ein wichtiger Teil war das Energiedefizit. Da mussten wir handeln. Denn die Regierung muss millionenschwere Subventionen an Solarfirmen zahlen. Um regenerative Energien zu fördern, hatte sie die Branche in guten Zeiten mit üppigen Subventionen ins Land gelockt. Das wird für die Regierung nun zur Falle. Es kommt zu einem Treffen im spanischen Industrieministerium. Die Regierung will die Konzerne zu Zugeständnissen bewegen. Wir haben uns mit ihnen zusammengesetzt und gesagt, hört mal, wir müssen was tun. Die Windenergie- und Thermosolarleute sagten, ja, wir passen uns an. Aber der Photovoltaiksektor sagte, nein. Doch die Regierung hat keine Wahl. Sie muss die Subventionen kürzen. Auch deutsche Firmen sind davon betroffen. Darunter KGAL aus München. Kein Industriebetrieb, sondern eine Investmentfirma. 2007 hatte sie in Spanien investiert und Photovoltaikfelder gekauft. KGAL beschließt, die spanische Regierung vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen, wegen entgangener zukünftiger Profite. Trotz der aktuellen Krise, in der sich das Land befindet. KGAL ist eine der Firmen, die im November 2011 als erste eine Schiedsgerichtsklage gegen Spanien einreichten. Eine Sammelklage mit anderen Investoren. Das Unternehmen will sich nicht äußern, wegen des laufenden Verfahrens. Cecilia Olivet von der Organisation Transnational Institute hat die Investitionen der Solarindustrie systematisch untersucht. Bei ihren Recherchen stößt sie auf ein interessantes Detail. Ein Solarfeld in der Nähe von Toledo. Erst 2011 in Betrieb genommen, lange nachdem die spanische Regierung die Subventionen gekürzt hatte. Das Feld gehört KGAL. Wir haben herausgefunden, dass KGAL auch 2011 weiter investiert hat. Waren die Renditen trotz Subventionskürzungen also doch noch hoch genug? Andere Firmen sind sogar erst nach den Subventionskürzungen in das Geschäft eingestiegen. Kann es sein, dass sie nur investiert haben, um später auf Entschädigung klagen zu können? Viele Investoren, die erst in der Krise kamen, wussten sehr wohl, dass die Subventionen weiter gekürzt wurden. Deshalb ist es offensichtlich, dass einige Investoren darauf aus waren, von der Situation zu profitieren. Cecilia Olivet hat noch mehr Ungereimtheiten entdeckt. Ihr fällt etwas auf, was eigentlich nicht sein kann. Unter den Klägern vor Schiedsgerichten sind auch inländische, spanische Investoren. Dabei dürfen doch nur ausländische Firmen vor ein Schiedsgericht ziehen. Es gab da 2 spanische Unternehmer, Industriemagnaten, wirkliche Schwergewichte. Sie besitzen Solarparks. Bei den Recherchen stößt sie auf die Firmen, die dahinter stehen. Eine von ihnen, Construction Investments mit Sitz in Luxemburg. Sie findet heraus, die Firma hat keine Mitarbeiter und macht keinen Umsatz. Luxemburg. Unter der Adresse findet man die Firma nicht. Nur ein Büro namens Intertrust. Sie haben Phantomfirmen gegründet. Briefkastenfirmen in den Niederlanden und in Luxemburg. Sie haben diese Konstruktion genutzt, um ihre eigene Regierung zu verklagen. Also können nicht nur ausländische Investoren Schiedsgerichte nutzen. Auch inländische Unternehmen können über Tochter- und Briefkastenfirmen klagen.
Ein weiteres Schlupfloch für findige Konzerne. Gegen Spanien klagen inzwischen mehr als 20 Solarinvestoren. Noch sind die Verfahren nicht entschieden. Sollten sich die Schiedsgerichte gegen Spanien entscheiden, kommen auf das Land Milliarden an Schadensersatzzahlungen zu. Geld, das die Bürger gerade versuchen, durch härteste Einschnitte in ihrem Leben einzusparen. Regierungen müssen immer die Möglichkeit haben, Gesetze zu ändern und den Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen. Zum Wohl der Menschen und für alle Wähler, die als souverän die Basis der Demokratie sind. Aber ist dieses Recht auf staatliches Handeln noch gegeben? Können Staaten frei über Maßnahmen entscheiden, wenn sie wissen, dass Klagen drohen? Ausländische Investoren können ihre neue Macht, die ihnen diese Verträge bieten, nutzen, um Druck auf Regierungen auszuüben, damit die ihre politischen Entscheidungen ändern. Wenn ein Anwalt eines ausländischen Investors hinter den Kulissen mit Mitarbeitern eines Ministeriums spricht und ihnen sagt, wir haben die Macht, eure Regierung zu verklagen und eine hohe Summe Schadensersatz zu verlangen, dann hat das in manchen Fällen sicherlich eine Auswirkung. Es gibt solche Fälle, auch in Deutschland. Wieder bereitet man in der Rechtsanwaltskanzlei Luther in Hamburg eine Klage vor. Die Anwälte arbeiten diskret. Die Klageschrift richtet sich gegen Deutschland. Offenkundig zielt sie auf das Verhalten der Hamburger Regierung ab. Für ihren Klienten Vattenfall fordern die Anwälte 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz. Die Klageschrift wird nie offiziell veröffentlicht. Bis heute nicht. Rückblick. Landeswahlkampf 2008. Die Hamburger Grünen kämpfen gegen das Kohlekraftwerk Moorburg an der Elbe. Die Bauarbeiten haben schon begonnen. Die amtierende Regierung hatte Vattenfall bereits eine Genehmigung erteilt. Die Grünen wollen das rückgängig machen. Die Botschaft kommt an. Die Bürger wählen den Wechsel. Die Grünen sind Teil der Regierung und lösen ihr Wahlversprechen ein. Sie verschärfen die Gesetzgebung. Wir haben festgelegt, dass sie eben das Elbwasser in einem viel geringeren Ausmaß nutzen dürfen, um die Fischbestände zu schützen. Und das hat dann bei Vattenfall nachher zu der Überlegung geführt, oh, dann müssen wir doch einen Kühlturm bauen. Und das hat natürlich für Vattenfall auch dazu geführt, dass sie einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich investieren mussten. Und das wollten die natürlich nicht. Berlin, 15. Juli 2008. Vattenfall interveniert auf höchster Ebene. Sie haben ihre hochbezahlten Anwälte und Lobbyisten in Gang gesetzt und versucht, im Kanzleramt vorstellig zu werden. Natürlich sind solche großen Konzerne bekannt dafür, dass sie die Strippen ziehen. Und genau das haben sie natürlich gemacht. Die Intervention im Kanzleramt fruchtet nicht. In den internen Dokumenten von Vattenfall heißt es später, das Treffen brachte keine substanziellen Ergebnisse. Auch bei einem zweiten Treffen habe man keine Einigung erzielt. Der Konzern entscheidet sich zur Klage. Aber nicht in Deutschland, sondern vor einem internationalen Schiedsgericht in Washington. Vattenfall hatte einen schwedischen Anwalt als seinen Richter ernannt. Deutschland ernannte Larry Craig als seinen Richter. Ich kenne zufällig beide. Sie riefen einfach an und fragten mich, ob ich den Vorsitz übernehmen wollte. Und ich sagte, gerne. Das Verfahren läuft an, weit weg von Deutschland, ohne dass Informationen nach außen dringen. In Hamburg weiß man nur, Vattenfall fordert 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz. So ein Verfahren ist natürlich dazu geneigt, Druck aufzubauen. Man weiß überhaupt nicht, was dabei rauskommen wird und ob man möglicherweise mitverantwortlich dafür sein wird, dass hier dem deutschen Steuerzahler in Milliardenhöhe ein Schaden entsteht. Will Vattenfall tatsächlich Schadensersatz? Bei dem Schiedsgerichtsverfahren in Washington kommt es zu einer überraschenden Wende. Ich wurde informiert, dass der Prozess unterbrochen werden sollte. Es war klar, dass beide Parteien in Verhandlungen waren.
Warum will Vattenfall mit Hamburg verhandeln? Vattenfall hatte kein Interesse, Schadensersatz zu verlangen. Vattenfall hatte ein Interesse daran, dass die Auflagen wegkommen. Vattenfall will Verhandlungen. Und die Umweltbehörde soll sich darauf einlassen. Aber zu welchem Preis? Unter dem Strich, das war auch Teil der Marschroute, durfte es für die Elbe nicht schlechter werden. Und mit diesem Ziel haben wir uns auf Verhandlungen eingelassen, weil wir natürlich auch ein Interesse daran hatten, dass die Sache vorher erledigt wird und es nicht zu einem Schiedsspruch kommt und dadurch diese Gefahr der Realisierung von 1,5 Milliarden Schadensersatzanspruch zustande kommt. Die Verhandlungen finden im Geheimen statt. Die Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft werden nicht eingeweiht. Über die genauen Inhalte des Vergleichs wird nichts bekannt. Nichts dringt nach außen. Das Kohlekraftwerk Hamburg-Murburg, das die Grünen verhindern wollten, wurde schließlich gebaut. 2014 ging es ans Netz. Bis vor kurzem war die Vereinbarung mit Vattenfall unter Verschluss. Der Rechtswissenschaftler Markus Krajewski hat sich Zugang zu den Dokumenten erstritten und diese analysiert. Es sind nicht mehr die Auflagen, die die Behörde vorher eigentlich haben wollte. Also da brauche ich eigentlich gar nicht mehr nachweisen. Da hat natürlich ein Einfluss stattgefunden. Sie können dieses Kraftwerk auch zu bestimmten Stunden fahren, in denen Sie es vorher nicht hätten fahren dürfen. Natürlich haben wir auf Vattenfall bestimmte Zugeständnisse gemacht. Konzerne, die Einfluss auf das Handeln von Regierungen haben. Private Schiedsgerichte machen das möglich. Allein die Androhung einer Klage kann politische Entscheidungen verändern. Doch der Fall Murburg ist noch nicht zu Ende. Denn jetzt klagt die Europäische Kommission gegen Hamburg. Der Grund? Der damals mit Vattenfall geschlossene Vergleich verstößt gegen die europäische Naturschutzrichtlinie. Hatte die Regierung Vattenfall zu viele Zugeständnisse gemacht? Wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland diese Klage gegen die Europäische Kommission verliert, dann ist sie verpflichtet, die Auflagen, die sie eigentlich im Rahmen des Vergleichs nicht treffen darf oder zurücknehmen musste, wieder zu erlassen. Und dann kann Vattenfall möglicherweise wegen Verletzung des Vergleichs klagen. So, und bekommt dann Schadensersatz. Neue Schadensersatzklagen gegen Deutschland. Für jemanden wie Selwyn Seidel bloß ein weiteres lukratives Betätigungsfeld. Er hat sogar eine neue Idee, wie man es der Finanzindustrie noch schmackhafter machen könnte. Er will verschiedene Klagen zu Wertpapieren bündeln. Geht die Sache gut aus, winken Renditen von bis zu 400%. Jeder Schadensersatzanspruch ist ein Vermögenswert. Sie können darin investieren, so wie in Aktien. Bei den Fällen geht es um dreistellige Millionenbeträge, oft sogar um Milliarden. Wenn Sie also in diese Fälle investieren, steht viel auf dem Spiel. Gewinnt man einen Prozess, ist die Rendite hoch. Stellen Sie sich das in unseren staatlichen Justizsystemen vor. Jemand, der darauf wettet, ob Sie gewinnen oder verlieren. Das sind ja keine Pferderennen. Es zeigt einfach, wie verkommen das System ist, wenn Investoren auf den Ausgang dieser Klagen wetten können. Banken, Hedgefonds und Versicherer. Alle spielen mit und investieren in diesen jährlich wachsenden Markt. Es herrscht Casino-Stimmung und die Party für Prozessfinanzierer scheint noch nicht zu Ende. Das Geld geht dahin, wo es Wachstum gibt. So wie hier. Immer mehr Firmen haben Regierungen verklagt. Beteiligungskapitalgesellschaften haben dies als ihren Markt entdeckt. Vor allem nach der Finanzkrise suchten sie neue Felder, um mit ihrem Geld Wetten abzuschließen. Die Industrie wird immer gute Renditen einbringen. Vielleicht könnte der Ertrag pro Fall sinken, aber in absoluten Zahlen wird es mehr Fälle geben und deshalb mehr Profite. Deshalb wird diese Industrie weiter wachsen. Sie wächst im Moment sehr, sehr stark und sehr schnell. Die Finanzindustrie und ihre Lobbyisten werden alles dafür tun, damit sich die Roulette-Kugel weiter dreht. Beharren die USA deshalb auf Schiedsgerichten im TTIP-Abkommen mit Europa?
Es gibt 53.000 US-Firmen, die derzeit in Europa tätig sind. Jede von ihnen könnte Klage erheben. Die EU hat die Verwundbarkeit des Systems erkannt und drängt jetzt auf Reformen. Sie will regulieren und einen ständigen Handelsgerichtshof mit festen Richtern. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass sie sich einigen werden. Zumindest nicht kurzfristig. Jetzt ist auf einmal der Änderungsbedarf da und jetzt fängt das System langsam an, darüber nachzudenken. Und in den nächsten 10 Jahren wird sich das System total geändert haben. Aber es braucht 10 Jahre. Es ist auf internationaler Ebene geht nichts sehr schnell. Und es gibt ein weiteres Problem. Europa hat bereits ein Abkommen mit Kanada verhandelt, CETA. Auch darin sind Schiedsgerichte vorgesehen, allerdings reformiert mit präziseren Richtlinien. Obwohl CETA ein Abkommen mit Kanada ist, können US-Konzerne es als Schlupfloch nutzen, um gegen Europa zu klagen. Wenn die amerikanischen Unternehmen in Kanada investieren, dort Tochterfirmen gründen und dann ihre Investitionen, sozusagen, die sie in Europa haben, über die kanadische Tochter strukturieren, das ist möglich in einem Unternehmensverbund, dann können die eben auch auf diesem Umweg klagen. Sie könnten dann die Politik der EU attackieren, nicht mit TTIP, aber mit CETA. Wir haben herausgefunden, dass 80% der US-Unternehmen, die in der EU Geschäfte machen, über CETA klagen können. Es ist also ein trojanisches Pferd. Passt auf, was ihr in diesen Verhandlungen abgebt. Am Anfang ist es vielleicht nicht viel, aber gerissene Anwälte können dafür sorgen, dass du am Ende deinen Hof los wirst. Noch ist unklar, ob sich die Reformvorschläge der EU in den TTIP-Verhandlungen durchsetzen werden. Ebenso unklar, ob diese Reformen die Schiedsgerichtsindustrie stoppen können. Und selbst wenn, werden dann US-Konzerne über CETA gegen die EU klagen? Wozu eigentlich dieser privilegierte Rechtsschutz für Konzerne? Ist das überhaupt zwischen entwickelten Rechtsstaaten, die demokratisch sind, ist das überhaupt notwendig? Es ist eine diskussionswürdige Frage und man könnte sicher leben im TTIP-Verhältnis ohne Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Deutschland hat bereits 130 Schiedsgerichtsabkommen. Sie haben Ewigkeitswert. Selbst wenn die Staaten sie beenden, bleibt das Klagerecht bestehen. Für weitere 30 Jahre. Warum geben wir ausländischen Investoren dieses Privileg? Worin liegen die Vorteile für die Allgemeinheit? Diese Fragen müssen wir stellen.